Liebe Gäste, liebe Partnerinnen und Partner, liebe Kolleginnen und Kollegen an Bord und an Land. 2025 war ein außergewöhnlich und intensives Jahr für mich. Seit über einem Jahr darf ich als Managing Director zusammen mit einem tollen Team die Marke Hapag-Lloyd Cruises verantworten. Und gemeinsam haben wir einiges geschafft. Viele Erstanläufe, neue Formate auf den Weg gebracht, außergewöhnliche Routen konzipiert und diverse Jubiläen gefeiert. Mein Highlight-Jubiläum 2025 war der Geburtstag des Hapag-Lloyd Cruises Club. Unser Club wurde 25 Jahre. Über 45 Reisen bietet der Club exklusiv an. Von Reisen nach Usbekistan, über ein Spiel der NFL in Berlin, Konzertreisen nach Baden-Baden, Paris und Berlin. Mein persönlicher Tipp für 2026, die Fahrt mit dem Luxuszug Britannic Explorer, den wir exklusiv für unsere Clubgäste gechartert haben. Mit der Europa haben wir in diesem Jahr kulturelle und besonders kulinarische Akzente gesetzt. Im Hafen von Hamburg fand unser 19. Europas Beste statt, zum ersten Mal mit Ben Schütz, dem Küchenchef von MS Europa. 12 Spitzenköche mit 17 Michelin-Sternen und viele Genussexperten sorgten für ein unglaublich kulinarisches Erlebnis. Kulturell gab es den Europasalon mit Peter Frey, mit Gästen wie Brigitte Zypris und Annegret Kramp-Karrenbauer. Das Theaterfestival mit der Uraufführung von Macbeth begeisterte auch wieder unsere Gäste an Bord. Emotional wurde es im August, denn unser Kapitän Dag Traverstein hat sich nach 7 Jahren entschieden, in den wohlverdienten Ruhestand zu gehen und hat den symbolischen Schlüssel der Europa an Tom Petzold übergeben. Wir besuchten aber auch außergewöhnliche Orte wie St. Helena, Sevilla. Nur kleine Schiffe können den Guadalquivir hochfahren und direkt in Sevilla anlegen. Unsere Europa kann es, aber sie besuchte auch Metropolen wie New York. Auch kulinarisch haben wir weitere Akzente gesetzt. Seit Oktober gibt es in Pearls 15 verschiedene vegetarische Kaviar-Kompositionen. Der 3-Sterne-Koch Kevin Fehling begrüßte im Restaurant Globe auf 7 Reisen dieses Jahr unsere Gäste. Nächstes Jahr ist er auf 8 Reisen dabei. Auf Europa 2 haben wir das Kultur- und Entertainment-Programm deutlich geschärft. Circa, die avantgardistische, zeitgenössische Zirkusgruppe aus Australien, gab 2 exklusive Vorstellungen auf Europa 2. Fashion to See, Haute Couture am Pool. Der Designer David Tomaszewski kreierte eine eigene Kollektion für die Gäste an Bord. Art to See, Reisen als Gesamtkunstwerk mit Künstlerinnen, Galeristen und Museumsdirektoren an Bord. Wussten Sie eigentlich, dass wir 890 Originalkunstwerke an Bord haben? Sabine Christiansen begrüßte Stefan Aust bei ihrem Talk Welcome to Kerner, ein neues Format. Johannes B. Kerner begrüßte als Premierengast Jürgen Klopp. 2-mal wird nächstes Jahr Johannes B. Kerner wieder auf MS Europa 2 prominente Gäste begrüßen. Europa 2 Unplugged, intime Musikmomente mit Künstlern wie Alvaro Soler, Giovanni Zarella und Clock Clock. Emotional wurde es am 3. November in Lissabon. Da trafen sich Europa und Europa 2 und Gäste und Crew konnten sich gegenseitig besuchen. Der Jahresbeginn bei der Expeditionsflotte startete etwas kühler. Mit 2 Schiffen besuchten wir die Antarktis. Die Hanseatic Spirit war hier auf Polarlichtreisen und Eisfahrten im botnischen Meerbusen unterwegs. Mit der Hanseatic Inspiration sind wir die spektakuläre Route Semizirkumnavigation gefahren. Nur wenige Schiffe dürfen diese Route fahren. Von Ushuaia entlang des Eises, entlang des Rosseisschelfs,
sind wir Richtung Neuseeland gefahren. Die Hanseatic Nature besuchte den Amazonas. Nur wir fahren mit unseren Expeditionsschiffen bis Iquitos den Amazonas hoch. Anschließend ging die Hanseatic Nature Richtung Arktis und fuhr bis nach Churchill in der Hudson Bay. Die Inspiration blieb nach der Semizirkumnavigation in der Südsee, hat entlegene Orte auf den Salomonen in Papua-Neuguinea besucht und steuerte die selten besuchten Marshallinseln an. Anschließend erlebten wir eine unglaubliche Japan-Saison mit vielen Premierenhäfen. Wir befuhren das unbekannte Japan, die Westküste, die Bonin-Inseln, die Schiffe erlebten emotionale Momente. Wir waren eines der wenigen Schiffe, die in den Häfen waren. Es war unbeschreiblich. Danach ging es durch die Nordwestpassage Richtung Große Seen. Die Hanseatic Inspiration wurde extra dafür gebaut, diese Fahrten durchführen zu können. Nur speziell konstruierte Schiffe können den Velat-Kanal und die 8 Schleusen mit einem Tidenhub von 106 Meter bewältigen. Nach einer intensiven und langen Spitzbergensaison begab sich die Hanseatic Spirit durch die Nordwestpassage in die Südsee. In der Nordwestpassage trafen sich zum ersten Mal die Hanseatic Inspiration und die Hanseatic Spirit. Und jetzt möchte ich Ihnen eine kleine Geschichte erzählen und das macht für mich auch Hapag-Lloyd Cruises aus. Die Kapitäne haben erfahren, dass es in der Maschine der Inspiration einen Vater gab, dessen Sohn auf der Hanseatic Spirit arbeitete. Und bedingt durch unterschiedliche Urlaube, Einsatzpläne, haben sie sich sehr, sehr lange nicht gesehen. Und was machen unsere Kapitäne? Die lassen 2 Zodiacs runter und haben dafür gesorgt, dass sie sich mitten in der Nordwestpassage treffen, kurz unterhalten konnten, sich umarmen konnten. Und das ist für mich auch Hapag-Lloyd Cruises. Ich möchte jetzt Danke sagen. Danke an Sie, liebe Gäste, dass Sie Ihre wertvollste Zeit, Ihre Urlaubszeit bei uns an Bord verbracht haben. Danke an euch, liebe Kolleginnen und Kollegen, für eure Begeisterungsfähigkeit, für euer Engagement, für eure Professionalität und die Bereitschaft, immer einen Schritt mehr zu gehen. Und genau damit sorgen wir für unvergessliche Erlebnisse. Dankeschön. Und ich freue mich schon auf ein gemeinsames 2026. Guten Rutsch und wir sehen uns im nächsten Jahr an Bord.